Wenn du einen Wohnsitz auf den Philippinen über uns einrichtest, dann besorgen wir dir die Steuernummer. Und jetzt fragen sich natürlich viele, was kriege ich eigentlich da? Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Dokumente habe ich? Was kann ich überhaupt damit machen? Und genau das will ich dir in diesem Video einmal näher erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten immer wieder Reisen in die Philippinen nach Davao, wo wir dir Davao zeigen werden, wo wir ein intensives Seminarprogramm machen und alle steuerlichen Aspekte eigentlich einer Auswanderung in die Philippinen besprechen werden. Vor allen Dingen natürlich die deutschen steuerlichen Aspekte, wie zum Beispiel Wegzugsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entstrickung etc. pp. Aber dann natürlich auch die philippinischen Themen wie erreiche Steuerfreiheit, was muss ich beachten, wenn ich zum Beispiel in den Philippinen vor Ort arbeite, wie kann ich mir eine steuergünstige oder eine steuerfreie Struktur aufbauen? Was ist, wenn ich Rentner bin? Was ist, wenn ich eine Einmalzahlung bekomme? Etc. pp. Das alles werden wir dort auf unserer Reise in die Philippinen im Detail besprechen und dann natürlich uns auch die Gegend dort anschauen. Wir werden selbstverständlich dann auch Immobilien besichtigen, sodass du einen sehr konkreten Eindruck davon gewinnen wirst, wie du dir das Ganze eigentlich vorstellen kannst und danach wissen solltest, ob eine solche Auswanderung in die Philippinen oder die Philippinen als Plan B Wohnsitz für dich in Frage kommen. Das Beste ist natürlich immer die Community, das heißt die anderen Teilnehmer an dieser Reise, das sind alles Gleichgesinnte, das sind alles erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Mandanten von uns, das sind Leistungsträger unserer Gesellschaft, die denken so wie du. Da sind wir in den meisten wichtigsten Themen einer Meinung. Das ist eine einwöchige Reise. Ich bin dabei. Tim wird natürlich auch dabei sein. Wir werden dir dann ebenso alles erzählen zum Thema Banking in den Philippinen, genauso auch wie Banking in Singapur. Wer möchte, kann direkt dort eine Wohnung dann gleich anmieten. Wir können auch direkt deine Dokumente kopieren, die man dann für verschiedene philippinische Visa benötigt. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Alle Reisetermine auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum Thema. Wir haben ja schon einige Videos zum Thema Philippinen gemacht. Du weißt inzwischen wahrscheinlich, dass wir Mandanten helfen, dort einen Wohnsitz in den Philippinen zu etablieren. Wohnungen sind sehr günstig. Ich bin ja seit 2008 in den Philippinen präsent, seit 2020 in Davao City, der zweitgrößten Stadt in den Philippinen. Dort kannst du eine Wohnung mieten zwischen 150 und $300. Also man kann dort sehr günstig einen steuerlichen Wohnsitz etablieren. Sämtliche Auslandseinkünfte sind in den Philippinen steuerfrei. Die Philippinen haben ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland. Man ist also von den Negativwirkungen zum Beispiel der erweiterten beschränkten Steuerpflicht nicht betroffen. Wenn du eine Betriebsrente aus Deutschland bekommst, dann ist diese in den Philippinen steuerfrei. Ein weiterer Vorteil ist, du brauchst in den Philippinen kein Visum, um dort zu leben. Du kannst dort erstmal 3 Jahre auch ohne Visum sein, was das Ganze zum Beispiel im Vergleich zu Thailand sehr einfach, sehr unbürokratisch macht. Ganz davon abgesehen, dass die Amtssprache Englisch ist, du musst nichts übersetzen, du verstehst die Leute, Dokumente sind alle auf Englisch. Es ist also tatsächlich meiner Meinung nach der beste Plan B Wohnsitz, der beste sogenannte Compliance Wohnsitz, den man sich einrichten kann, wenn man im Grunde genommen sich die Welt anschaut, sich die geopolitische Situation anschaut, sich die Situation in der EU anschaut und sagt, naja, ich möchte vielleicht noch an irgendeinem anderen Ort eine Basis haben, eine finanzielle Identität haben, eine finanzielle Infrastruktur haben, sodass, falls irgendwas passiert, in der EU, dort, wo ich jetzt bin, dass ich dann relativ einfach umswitchen kann. Wie gesagt, wir haben ein Team dort vor Ort in Davao. Wir helfen dir dann direkt zum Beispiel eine Wohnung zu suchen. Wir helfen dir dann bei der steuerlichen Registrierung. Wir helfen dir bei der Kontoeröffnung. Und der Vorteil ist, du kannst mit diesem Setup in den Philippinen dann relativ einfach in Singapur ein Konto eröffnen. Wenn du mit einem Wohnsitz aus der EU ein Konto in Singapur eröffnest, dann wird dieses Konto immer in der Funktionalität beschränkt sein, denn Bewohner der EU können nicht den vollen Leistungsumfang der Banken in Singapur nutzen, weil die gemäß EU-Recht eben nicht zulässig sind in der EU. Daher ist es erheblich einfacher und vorteilhafter für dich, wenn du einen Wohnsitz in den Philippinen hast. Wenn du in Singapur banken möchtest, ganz davon abgesehen, dass die Philippinen nicht am automatischen Informationsaustausch teilnehmen. Das heißt, du kannst grundsätzlich natürlich mit philippinischem Wohnsitz überall ein Konto eröffnen, zum Beispiel auch in der Schweiz, in Dubai oder sonst irgendwo, ohne dann vom automatischen Informationsaustausch betroffen zu sein. Teil unserer Leistung ist, dass wir Mandanten steuerlich in den Philippinen registrieren. Und eine der häufigsten Fragen, die wir hier über die Community bekommen, ist im Grunde die, was heißt das eigentlich, steuerliche Registrierung? Was bekomme ich dann? Welche Pflichten habe ich dann? Ist das gleiche wie ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat etc. pp.? Und das möchte ich dir im Grunde einmal in diesem Video genau darlegen. Grundsätzlich nochmal zum besseren Verständnis, wie funktioniert eigentlich die Besteuerung in den Philippinen? Das ist ganz einfach. Philippinische Staatsangehörige sind mit ihrem weltweiten Einkommen in den Philippinen steuerpflichtig. Die Steuersätze sind nicht besonders vorteilhaft, muss man sagen. Vielleicht zum Teil,
leicht günstiger als Deutschland, aber generell kann man sagen, nicht besonders günstig, nicht irgendwo im einstelligen Bereich oder sowas, sondern da geht es relativ schnell auf 20-30%, zum Teil auch noch höher. Ausländische Staatsangehörige, also jene, die keine Filipinos sind, sind niemals in den Philippinen auf ihre ausländischen Einkünfte steuerpflichtig. Sie sind immer nur steuerpflichtig auf Einkünfte, die eine Verbindung zu den Philippinen haben. Also, wenn du vor Ort in den Philippinen arbeitest zum Beispiel, selbst wenn du für ausländische Kunden arbeitest, wenn du ein Business hast in den Philippinen, sagen wir mal ein Restaurant oder so, das dir Einkünfte generiert, dann sind darauf Steuern in den Philippinen fällig, nicht aber auf ausländische Einkünfte, was das Ganze natürlich sehr interessant macht. Die steuerliche Ansässigkeit ist in den Philippinen anders geregelt, als man das von anderen Ländern kennt. Man kennt ja zum Beispiel Länder wie Deutschland. Dort wird bestimmt, dass die steuerliche Ansässigkeit, also die unbeschränkte Steuerpflicht, dadurch ausgelöst wird, dass du einen Wohnsitz hast. Es ist völlig egal, wie viele Tage pro Jahr du in Deutschland verbringst. Ob du einen Tag, 100 Tage, 183 Tage oder 365 Tage in Deutschland verbringst, wenn du dort einen Wohnsitz hast, dann bist du dort steuerpflichtig aus Punkt Ende Amen. In anderen Ländern wird nach der Anwesenheit besteuert, zum Beispiel Thailand. Wenn du dich in Thailand mehr als 180 Tage pro Kalenderjahr aufhältst, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig, wobei auch in Thailand Auslandseinkünfte, die nicht nach Thailand überwiesen werden, steuerfrei sind. Das Gleiche geht zum Beispiel auch in Spanien. Wenn du dich dort mehr als nur 83 Tage aufhältst, dann bist du in Spanien steuerpflichtig, egal ob du ein Haus hast oder nicht. Das heißt, selbst wenn du dort einen Wohnsitz hättest in Spanien, bist aber nicht nur 83 Tage da, bist du dort auch nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Das alles haben die Philippinen im Grundsatz so nicht. Ich hatte es ja schon gesagt, Ausländer sind letztlich immer auf die Einkünfte steuerpflichtig, die mit den Philippinen zu tun haben, egal wie viel Zeit sie dort verbringen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in die Philippinen reist und dort einen Vortrag hältst und dort auch nur einen einzigen Tag pro Jahr bist, dann musst du das, was du für diesen Vortrag verdienst, in den Philippinen versteuern. So, jetzt gibt es aber natürlich Doppelbesteuerungsabkommen und da haben die Philippinen einige davon, unter anderem eben auch mit Deutschland, und das ist natürlich ein großer Vorteil, denn ein solches Abkommen entfaltet immer eine ziemlich große Schutzwirkung für dich. Jetzt ist also die Frage, wann ist man eigentlich steuerlich ansässig im Sinne dieser Doppelbesteuerungsabkommen? Wann würde der philippinische Staat ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat ausstellen, das du dann zum Beispiel in Deutschland vorlegen kannst, wenn du danach gefragt wirst, die steuerliche Ansässigkeit nachzuweisen? Übrigens, in vielen Fällen ist dort kein steuerliches Ansässigkeitszertifikat notwendig. Ein einfacher Wohnsitznachweis reicht aus. Ja, aber wenn tatsächlich ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat gebraucht wird, und danach kann gegebenenfalls gefragt werden, nicht nur vom Finanzamt, sondern auch von anderen Stellen, wie zum Beispiel Arbeitgeber, Kunden etc., wenn es darum geht, ob sie dir zum Beispiel Steuern abziehen müssen oder nicht, dann richtet sich das in den Philippinen danach, ob du ein Visum hast oder nicht. Hast du zum Beispiel ein Rentnervisum, SRRV, oder ein Investorenvisum, SIRV, oder auch ein Arbeitsvisum, das ist das sogenannte 9G-Visum, dann giltst du als in den Philippinen steuerlich ansässig im Sinne des Abkommens und der philippinische Staat wird ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat ausstellen. Hast du nicht ein solches Visum, ich hatte ja vorhin gesagt, dass du auch ohne Visum dich in den Philippinen bis zu 3 Jahre lang aufhalten kannst, dann bekommst du dieses steuerliche Ansässigkeitszertifikat nur dann, wenn du mehr als 183 Tage in den Philippinen anwesend warst. Wobei das, wie gesagt, für die philippinische Steuer keine Rolle spielt. Es geht ja tatsächlich um den Kontext der steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung, falls du diese tatsächlich benötigst. Das heißt, im Umkehrschluss heißt das, jeder, der im Grunde ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat in den Philippinen braucht, der sollte dort ein Visum haben. Wenn er über 40 ist, ist sicherlich SRAV, das Rentnervisum, die beste Möglichkeit. Ansonsten eben ein Arbeitsvisum. Wir können dir bei allem helfen. Aber, wie gesagt, hier geht es jetzt nur ums steuerliche Ansässigkeitszertifikat. Allein um die steuerliche Registrierung, die wir jetzt für dich vornehmen, dazu brauchst du überhaupt nichts, weder ein Visum noch sonst irgendwas. Du brauchst lediglich eben die Adresse, die Wohnung in den Philippinen, die wir ja für dich suchen. Wie gesagt, das ist dann keine CO-Adresse, das ist deine eigene richtige Wohnung. Du kannst sie natürlich mit mehreren Personen mieten, dann hast du eine WG, aber da stehst du im Mietvertrag drin, du bezahlst die Miete, du kannst diese Wohnung jederzeit nutzen, das ist nicht irgendein Briefkasten, wo 100 andere Leute wohnen, das ist deine persönliche Wohnung, das ist dein Mietvertrag, dein Wohnsitz, du hast dann Verbrauchsrechnungen. Das will ich nur zum Setup erklären. Es gibt ja da so Modelle, wo man dann zur Untermiete wohnt und 100 andere Leute wohnen auch noch da. Darum geht es überhaupt nicht. Wir helfen dir dabei, einen richtigen Wohnsitz in den Philippinen zu etablieren und das ist rechtssicher. Alles andere kannst du sowieso vergessen. Sobald du diesen Wohnsitz in den Philippinen hast, können wir dich dann steuerlich registrieren bei der Steuerbehörde und ich werde dir jetzt zeigen, welche Dokumente wir von der Steuerbehörde bekommen.
Ich muss dir sagen, dass ich überrascht bin, wie extrem effizient diese Steuerbehörde ist. Die Dokumente, die ich dir jetzt gleich zeigen werde, die erhalten wir in der Regel innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach der Registrierung. Das finde ich persönlich unvorstellbar schnell. Es gibt wenige Länder, wo ich eine so schnelle Bearbeitung erlebt habe. Das muss man tatsächlich ganz klar sagen. Also ich meine, versucht man im UK eine Steuernummer zu beantragen oder auch in den USA, das dauert ja Monate. Ja, also da bin ich wirklich sehr positiv immer überrascht, wie schnell das in den Philippinen geht. Das heißt, auch wenn du schnell eine Steuernummer brauchst, denn eine Steuernummer ist ja das, was man vielfach bei Banken zum Beispiel vorlegen muss, wenn es dann um den automatischen Informationsaustausch geht oder die generelle Compliance und KYC, dann sind sicherlich die Philippinen eine sehr attraktive Lösung. Denn auch um die Wohnung anzumieten, musst du ja nicht vor Ort sein. Wir schicken dir dort Inserate, du kannst dir die Wohnung auf den Webseiten anschauen. Wie gesagt, die sind ja sowieso nicht so teuer, also ein Risiko ist jetzt sowieso relativ gering, muss man sagen. Du musst also gar nicht dorthin vor Ort kommen, wenn du nicht willst. Natürlich bist du jederzeit willkommen, kannst dich mit meinem Kollegen Tim treffen, ihr könnt da lostigern, ihr könnt euch Wohnungen anschauen, überhaupt kein Problem, können wir alles machen. Aber wenn du jetzt unter Zeitdruck bist zum Beispiel, ist das gar nicht notwendig. Da kann man das alles online per WhatsApp etc. erledigen. Ich möchte dir jetzt die 4 Dokumente zeigen, die dann jeder Mandant von uns bekommt, den wir dort steuerlich registrieren seitens der Behörden. Das ist Teil der steuerlichen Registrierung. Das ist eben in unserem Grundleistungspaket enthalten, unter der Annahme, dass du wirklich eine Wohnung in den Philippinen hast. Also wir haben jetzt die echten Dokumente genommen, haben davon Kopien gemacht und dann natürlich entsprechende persönliche Details geschwärzt. Das ist ja völlig klar. Fangen wir an mit dem ersten Scan und zwar ist das letztlich die Steuerkarte, die du dort bekommst. Jeder bekommt also eine Plastikkarte im Scheckkartenformat, wo die Steuernummer drauf ist. Hier ist dein Bild drauf, Name, dann ist hier die Steuernummer drauf, hier ein Barcode. Republic of the Philippines, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, also das heißt hier Republik der Philippinen, Finanzministerium und dann hier eben das Finanzamt, Bureau of Internal Revenue. Also das ist mal das Erste, was du bekommst. Meiner Meinung nach ein sehr glaubwürdiges Dokument, ein Dokument, was du hier überall vorzeigen kannst. Das ist natürlich kein Reisepass, natürlich kein Personalausweis, damit kannst du jetzt nicht reisen. Ja, das hat natürlich schon eine sehr hohe Authentizität, muss man sagen, und eine große Glaubwürdigkeit. Also das ist das Erste, was du bekommst. Das nächste, was du hier sehen kannst, ist, dass wir die Steuernummer verifiziert haben im System der philippinischen Regierung. Da gibt es ein solches Online-System, wo man das machen kann. Und auch das verwendet natürlich dann wieder Regierungsstellen und Banken, um zu verifizieren, wem diese ID gehört und ob diese gültig ist oder nicht. Übrigens, Teil unserer Dienstleistung ist natürlich auch die Kontoeröffnung in den Philippinen. Die philippinischen Banken sind natürlich jetzt nicht so gut wie die Banken in Singapur, aber dort ein Konto zu haben, ist sicherlich nicht schlecht. Kann man auch ein bisschen Geld haben, aber du würdest hier sicher jetzt nicht die großen Beträge wie jetzt dein gesamtes Vermögen aus einem Hauskauf oder sowas in den Philippinen bei einer Bank lagern. Also ich würde es zumindest nicht machen. Vielleicht bist du anderer Meinung, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Wobei ich nichts Schlechtes gehört habe von philippinischen Banken. Das sage ich einfach nur aus Prinzip. Ich würde es immer in Singapur machen. Also wir kommen zum nächsten Dokument. Das hat jetzt zunächst mal mit der Steuer nichts zu tun, sondern das ist jetzt sozusagen eine Meldebestätigung hier der City of Davao. Also ich hatte ja gesagt, wir sind in Davao, die Wohnungen, die wir mieten, die sind in Davao. Außerhalb von Davao können wir dich hinsichtlich Wohnungssuche nicht unterstützen, natürlich mit allen anderen Sachen schon, aber hinsichtlich Wohnungssuche nicht. Da siehst du also hier eine schöne Meldebestätigung, ist von den Behörden ausgestellt worden mit Adresse, Passnummer, ja, siehst du, Federal Republic of Germany. Ja, steht hier drin, wo er dann wohnt. So, und das 4. Dokument ist dann ein Schreiben der Finanzbehörde, also der Steuerbehörde in den Philippinen, wo sie bestätigt, dass du ein Steuerzahler in den Philippinen bist. This is to certify that Mike is a registered taxpayer of the Bureau of Internal Revenue. The certification is being issued for whatever legal purpose this may serve the taxpayer best and is valid for 3 years from the date of issuance, ist also für 3 Jahre gültig. So wichtig, ganz wichtig hier, das ist kein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Ja. Das bestätigt einfach nur, dass du in den Philippinen eine Steuernummer hast, dass du in den Philippinen steuerlich registriert bist und das war es. Hier steht nicht, dass du dort unbeschränkt steuerpflichtig bist oder was auch immer, sondern tatsächlich nur, dass du dort in den Philippinen wohnst. Es könnte also als Adressnachweis natürlich für dich auch sehr günstig sein,
und dass du dort Steuerzahler bist. Also wie gesagt, sehr wichtig zu verstehen, das ist kein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Für das steuerliche Ansässigkeitszertifikat brauchst du ein Visum, SRRV, SIRV, das Investorenvisum oder eben ein 9G-Visum, das Arbeitsvisum. Alle drei können wir für dich beschaffen. Alle drei sind für verschiedene Mandantengruppen potenziell interessant. Dann bekommst du ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Du hast keine Anwesenheitspflicht in den Philippinen, wenn du dieses Visum hast. Du bist allein aufgrund dieses Visums dann in den Philippinen unbeschränkt steuerpflichtig. Das wird dann auch durch das steuerliche Ansässigkeitszertifikat bestätigt. Wenn es jetzt nur um eine Kontoeröffnung geht, dann werden die Dokumente, die ich dir gerade eben gezeigt habe, eigentlich ausreichen in den meisten Fällen. Man muss vielfach sagen, dass das steuerliche Ansässigkeitszertifikat auch etwas ist, was möglicherweise länger braucht. Das heißt, selbst wenn jemand dich danach fragt, würde man der Partei zunächst mal die Dokumente geben, die ich dir jetzt geschrieben habe. Wir können dann durch unseren Anwaltskollegen, Steuerberaterkollegen in den Philippinen bestätigen lassen, dass das steuerliche Ansässigkeitszertifikat für dich beantragt wurde, aber dass das meiste etwas ist, das etwas länger braucht. Meiner Erfahrung nach ist das in den meisten Fällen dann eigentlich gut. Es ist natürlich klar, dass man mit dem Visum mehr Rechtssicherheit hat. Das heißt, wir haben sehr viele Mandanten, die das SRRV-Visum zum Beispiel machen, gerade Rentner, Pensionäre. Denn da ist es ja tatsächlich so, dass man dann eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung einreichen muss, damit die Rente entsprechend in Deutschland steuerfreigestellt wird. Also übrigens, das haben wir schon mal besprochen, Sozialversicherungsrente ist ohnehin in Deutschland zu versteuern, aber Betriebsrente wäre dann in den Philippinen zu versteuern, beziehungsweise ist eben steuerfrei, weil die Philippinen ja ausländische Einkünfte nicht besteuern. Summa summarum, du hast hier eine solide Lösung. Es ist nicht irgendeine Scheinadresse, nicht irgendeine Ghost Residence, wie man ja auch so schön sagt, sondern ein echter Wohnsitz. Wie oft du diesen Wohnsitz benutzt, kannst du selbst entscheiden. Du hast jedenfalls vollständige Dokumente inklusive Meldebescheinigung, inklusive Bestätigung der Finanzbehörden, inklusive Steuernummer. Das wird bei vielen Aspekten des täglichen Lebens sehr hilfreich für dich sein. Du kannst dann umfangreiche Reisetätigkeiten haben. Du kannst entsprechend bei den Banken, wo du Konten eröffnest, zum Beispiel in Singapur, diese Dokumente vorlegen, zusammen mit dem Mietvertrag, zusammen mit den Utility Bills. Und das sollte dann verheben, wie man so schön im Süddeutschen sagt. Also in diesem Sinne, wenn die Philippinen auch für dich in Frage kommen als Zweitwohnsitz oder vielleicht auch als Alterswohnsitz oder einfach als Compliance-Wohnsitz, da würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar in den Philippinen begrüßen zu dürfen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Rechtssicherheit im Ausland, Vermögen im Ausland schützen und natürlich auch neues Vermögen aufbauen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.